Vernichtet Chinas Hightech-Überproduktion Arbeitsplätze im Westen? Darum geht es heute bei Global Asset Compass. In den letzten 2 Jahrzehnten hat sich die Welt daran gewöhnt, dass viele Produkte wie Textilien, Spielzeug und Elektronik das Etikett Made in China tragen. Doch inzwischen gibt es neue Kategorien chinesischer Waren, die den globalen Markt dominieren und Besorgnis auslösen. China ist so groß, dass die Welt diese enorme Produktionskapazität nicht mehr aufnehmen kann. Die Debatte über die Überkapazität chinesischer Produkte hat intensive Diskussionen ausgelöst. Wenn das chinesische Unternehmen BYD mehr Autos verkauft als BMW, wird das die Beziehungen zwischen China und Deutschland belasten. Der Elektrofahrzeugsektor ist wichtig für eine saubere Wirtschaft und hat großes Potenzial in Europa. Doch jetzt überschwemmen billigere chinesische Elektroautos den Markt, weil China versucht, sich aus einer wirtschaftlichen Verlangsamung heraus zu exportieren. Was bedeutet das für den Rest der Welt? China hat sich einen großen Wettbewerbsvorteil in den Cleantech-Branchen erarbeitet, vor allem bei Elektrofahrzeugen, Solarpanelen und Lithium-Ionen-Batterien. Am 9. April 2024 protestierten Stahlarbeiter in Chile gegen chinesische Stahlexporte, weil chinesischer Stahl viel billiger ist als lokal hergestellter. Chiles größtes Stahlunternehmen musste 2024 schließen. Viele Länder, darunter Chile, Mexiko, Südafrika und Saudi-Arabien, haben Maßnahmen gegen chinesische Stahlexporte ergriffen. China produziert mehr Stahl, Solarmodule, Batterien und Elektrofahrzeuge, als das Land selbst benötigt. Die überschüssigen Produkte werden auf den Weltmarkt geworfen, oft zu unfair niedrigen Preisen, weil sie stark subventioniert sind. Dies gefährdet die Rentabilität von Unternehmen in anderen Ländern. Im April 2024 besuchte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz China und warnte vor Dumping und Überproduktion. Auch Außenminister Antony Blinken und der französische Präsident Emmanuel Macron sprachen das Thema an. Doch China bestreitet, dass es Überkapazitäten gibt und betont das Prinzip des komparativen Vorteils. Länder sollen die Produkte herstellen, die sie am günstigsten produzieren können und diese weltweit verkaufen. Seit China 2001 der Welthandelsorganisation beigetreten ist sein Anteil an den weltweiten Exporten stark gestiegen. Gleichzeitig haben die USA Millionen von Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe verloren. Diese Verluste sind teilweise auf das Handelsdefizit mit China zurückzuführen. Viele US-Arbeitsplätze gingen verloren, weil Fabriken nach China verlagert wurden. Ein neuer China-Schock steht bevor, diesmal in fortschrittlicheren Fertigungsbranchen wie Elektrofahrzeugen und Batterien. China hat 30% der globalen Fertigungskapazität, relativ niedrige Löhne, fortschrittliche Technologie und erhebliche staatliche Unterstützung. Diese Kombination ist beispiellos und wird Druck auf Europa, Japan, Südkorea und die USA ausüben. Schon 2016 führte Donald Trump einen Wahlkampf gegen China und gewann. Er versprach, hohe Zölle auf chinesische Autos zu erheben, um amerikanische Arbeitsplätze zu schützen. Auch Präsident Biden setzt sich dafür ein, dass Lieferketten wieder in die USA verlagert werden. Der chinesische Autohersteller BYD wurde 2023 zum größten Verkäufer von Elektrofahrzeugen und überholte Tesla. Dieser Wettbewerb zwingt Tesla, die Preise zu senken. Die USA und Europa versuchen, ihre heimischen Industrien wieder aufzubauen und zu schützen, indem sie eigene Subventionen einführen. Doch diese Bemühungen könnten zu Handelskonflikten führen. China wehrt sich gegen den Vorwurf der Überkapazität und betont, dass es keine Überkapazitäten gibt, sondern Überangst.
Chinas Fokus auf den globalen Süden als Markt für seine Cleantech-Exporte könnte die Situation weiter verschärfen. Länder in Afrika und Südamerika, die schnell auf saubere Energie umsteigen wollen, sind potenzielle Abnehmer für chinesische Solarmodule und Batterien. Die Debatten über Chinas Überkapazitäten gehen weiter und es gibt bereits Untersuchungen zu chinesischen Beteiligungen an Windparks in Europa. Der Wettbewerb zwischen chinesischen und westlichen Unternehmen in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Solarmodule und Batterien wird voraussichtlich intensiv bleiben und könnte zu weiteren Handelskonflikten führen. China hat es geschafft, in vielen Hightech-Branchen einen komparativen Vorteil zu erlangen. Diese Entwicklung stellt den Westen vor große Herausforderungen, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie die Welt auf diesen zweiten China-Schock reagieren wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Rolle der staatlichen Planung und Subventionen in China. In der Stadt Suning in der Provinz Sichuan arbeiten viele Unternehmen ausschließlich an Lithiumbatterien. Dies ist das Ergebnis sorgfältiger Regierungsplanung, bei der lokale Behörden Unternehmen auswählen, die die industrielle Kette ergänzen. Diese strategische Planung hat dazu geführt, dass China heute mehr als 3/4 der weltweiten Lithium-Ionen-Batterien produziert. Diese Batterien werden hauptsächlich von den beiden großen Firmen CATL und BYD hergestellt. Die USA und Europa haben in den letzten Jahren Schritte unternommen, um ihre heimischen Batterieindustrien aufzubauen. Doch der Preis für die Autarkie wird nicht niedrig sein. Daten von Bloomberg deuten darauf hin, dass Europa und die USA 98 Milliarden bzw. 82 Milliarden Dollar investieren müssen, um eine lokale Batterieindustrie aufzubauen. Chinas strategische Investitionen und Subventionen haben es dem Land ermöglicht, in kurzer Zeit große Fortschritte zu machen und eine beherrschende Stellung in der globalen Batterieindustrie zu erlangen. Die Auswirkungen der chinesischen Überkapazitäten sind weitreichend. Viele westliche Länder, darunter auch die USA, haben in den letzten Jahren versucht, ihre eigenen Industrien zu schützen und wieder aufzubauen. Dies hat zu einem Anstieg von Handelskonflikten und Spannungen geführt. Der Wettbewerb zwischen westlichen und chinesischen Unternehmen in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Solarmodule und Batterien wird voraussichtlich weiter zunehmen. China hat 2023 einen Rekord von 27 Gigawatt an Solarmodulen installiert, mehr als jedes andere Land in der Geschichte. Diese hohe Produktions- und Installationsrate ist teilweise auf die schwache Wirtschaft zurückzuführen. Um seine Wirtschaft anzukurbeln, hat China seine Investitionen in fortschrittliche Fertigungssektoren wie die Solarindustrie erhöht. Diese Investitionen werden durch staatliche Subventionen und Anreize unterstützt. Die staatliche Unterstützung und Subventionen haben dazu geführt, dass viele westliche Solarunternehmen nicht mithalten konnten. In den letzten Jahren haben Hunderte von Solarunternehmen in den USA und Europa Insolvenz angemeldet. Viele junge Unternehmen wurden von stark subventionierten chinesischen Konkurrenten verdrängt und Pionierunternehmen mussten Insolvenz anmelden. Dies hat dazu geführt, dass viele vielversprechende Talente ins Ausland abgewandert sind. Die USA waren einst eine Hochburg der Solarmodulherstellung. In den frühen 2000er Jahren machten sie etwa 1/4 der weltweiten Solarmodullieferungen aus. Doch um 2010 begann sich dies zu ändern. Viele US-Unternehmen konnten nicht mit den stark subventionierten chinesischen Unternehmen konkurrieren und mussten schließen. Dies führte zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten in vielen Regionen der USA. Die Solarindustrie in den USA erlebte einen weiteren Rückschlag, als die Trump-Administration hohe Zölle auf chinesische Solarimporte verhängte. Dies führte zu einem Rückgang der Solarinstallationen und zu einer weiteren Schwächung der US-Solarindustrie. Unter der Biden-Administration
stiegen die Solarinstallationen wieder an, doch die USA sind weiterhin auf Importe angewiesen, hauptsächlich aus Südostasien, wo viele chinesische Solarunternehmen neue Fabriken errichtet haben, um Zölle zu umgehen. Dieses Gesetz stellt 430 Milliarden Dollar für saubere Energieindustrien bereit. Doch es bleibt abzuwarten, ob die USA in der Lage sein werden, eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Solarindustrie aufzubauen. Die Auswirkungen der chinesischen Überkapazitäten sind nicht nur auf die Solarindustrie beschränkt. Auch in der Windkraftindustrie ist China ein wichtiger Akteur. Die EU untersucht derzeit Chinas Beteiligung an Windparks in Spanien, Griechenland, Frankreich, Rumänien und Bulgarien. Im vergangenen Jahr importierte die EU Turbinen und Komponenten im Wert von 142 Milliarden Dollar aus China. Insgesamt zeigt die Krise, dass Chinas wirtschaftlicher Aufstieg nicht ohne Herausforderungen ist. Die schnelle Urbanisierung und das rasante Wirtschaftswachstum haben zu erheblichen sozialen und wirtschaftlichen Spannungen geführt. Die chinesische Regierung muss nun Wege finden, diese Spannungen zu lösen und einen nachhaltigeren und inklusiveren Entwicklungsweg einzuschlagen. Nur so kann sie das Vertrauen der Bevölkerung und der internationalen Gemeinschaft wiedergewinnen und langfristigen Wohlstand sichern. Wie denkst du über die chinesische Wirtschaftspolitik? Wie sollte der Westen darauf reagieren? Hat dir dieser Beitrag gefallen? Dann lass doch ein Like da. Vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Global Asset Compass.